Moin zusammen, Aircraft Carrier Survival steht schon länger auf meiner To-Do-Liste, auf der Wunschliste bei Steam und ich schaue da alle paar Tage, wenn nicht sogar täglich mal rein, so auch bei ganz vielen anderen Spielen, wie dann so der Stand der Dinge ist, weil da steht dann Release, ja bald, ne, und so weiter. Und jetzt stand hier, ja, schau doch mal in die Prolog-Version, die haben sie freigeschaltet. Das Spiel an sich ist wohl noch nicht raus. Ja, worum geht's? Die übernehmen die Kontrolle oder das Kommando über einen Flugzeugträger, haben dann so eine Seitenansicht wie bei zum Beispiel This War of Mine oder Mr. Prepper und müssen dann irgendwie so die jeweiligen Räume verwalten. Oder U-Boot war, glaube ich, auch so ein Spiel damals. Grafikqualität natürlich fantastisch. Und Kamera-Control, ja, das bleibt alles. Ja, und ich kenne davon noch gar nichts. Ich habe es halt nur mal so in der Werbung gesehen, sage ich mal, bei Steam. Könnte dich auch interessieren. Mal reingeschaut. Trailer sah cool aus, Bilder sahen cool aus. Auch diese Seitenansichtverwaltung da hat mir bei This War of Mine schon sehr, sehr gut gefallen. Okay, neues Spiel. Story. Ja, machen wir mal Story, oder? Und normal, komm. Tutorial überspringen. Nein. Das schauen wir uns natürlich an. Welcome, Admiral. Please take a moment to customize your look. This is how you will be represented in the campaign. You will not be able to edit the look later, so do make sure every detail is to your liking. Ah, okay. Bisschen Charaktererstellung. Anthony S. Brown. Na, hier, guck mal, so ein Zahnpasta-Model. Oh, hier Magnum, ne? Wen nehmen wir denn da? Hier, Captain Iglo. Kriege ich da... Warte mal. Ich kann... nee. Okay, schade. Ich wollte ihn echt Captain Iglo nennen, aber ich glaube, vielleicht gibt es auch urheberrechtstechnisch ein paar Probleme mit... Ach Gott. Enter Name, ja. Kapitän ist dann auch doof. So, Bomb, Hackbraten. Fähigkeiten, Luft, See. Gerne kann ich hier irgendwie nicht rumklicken und zuteilen. Seamaster, fliegendes Ass. Achso, mehr Luft, mehr See, ne? Ja, ich würde mal sagen, da wir ein Aircraft Carrier spielen, machen wir natürlich Luft. Hard work is what keeps the ship moving. Hard work is what keeps the ship moving. Ja, nimm mal Stimme 2. Obwohl, das passt überhaupt nicht zu dem Bild da oben, ne? Warte mal, Haare. Ah, da kommen wir dem Ganzen schon ein bisschen näher. Kriegen wir da auch noch einen Bart mit, Junge? Oh ja, guck. Hey, hier, ne? Passt so. Haare. So, Zubehör. Oh ja. Warte mal, muss mir doch mal noch mal ein anderes Porträt mitnehmen. Sind alle doof. Ich bleib dabei. Sonnenbrille. Zubehör 2. Jawohl, hier. Schön lässig im Mundwinkel. Hemd. Ja, guck mal. Das war 2, ne? Okay, den merken wir uns schon mal. Boah, Franzenjacke. 8, 9, 10. I. Okay, komm. Bleiben bei der 2. Das passt zu dem hier oben. So, Hemd, Hose ist dann wahrscheinlich auch die 2, ne? Ja, klasse. Okay, Bart haben wir jetzt nicht. Gesicht. Achso, nee, Gesicht ist auch egal. Okay, weiter. Sir, welcome to Pearl Harbor. The strike group will return here after every successful mission, in order to prepare for the next one. Okay, willkommen in Pearl Harbor. Kampfgruppe wird nach jeder erfolgreichen Mission hierher zurückkehren, um sie auf die nächste vorzubereiten. Pearl Harbor, da war doch mal was, ne? Upgrades for the strike group can be purchased here.
Every upgrade will cost upgrade points. Okay. Have a look through the different tabs, sir. Each one will allow you to manage a specific aspect of your strike group. Okay, Crew Dock, Flugzeugträger, Geleit. Crew. Crew is the heart and soul of the aircraft carrier. In the full version of the game, you will be able to upgrade both your crew members and officers on this screen. The amount of crew slots on the ship can be upgraded here, sir. Doing so will increase the number of crew members on the carrier. Okay. In the full version of the game, you will also be able to upgrade your officers and increase their numbers. Okay. Dock. Flugzeug. This is where your true power lies, sir. Or in this case, flies. These are the machines to be sent out into battle at your command, so do make sure they are well prepared. Here you can increase the amount of squadron slots available on your flight deck. This means that you will have more squadrons ready for orders at a given time. You can also upgrade each of your aircraft models, improving their efficiency in battle. Geil, Torpedoflieger. On Träger. this screen, you can purchase upgrades for various aspects of the carrier, sir. If you wish, sir, you can give your aircraft carrier a name by which it will be remembered. USS In the Lexington. demo, there is only one carrier class available to use, but in the full version of the game, you will unlock more of them as you progress and be able to truly customize your fleet to your liking. Das klingt doch schon mal geil. These are all the carrier upgrades available for purchase. Have a look through them, as they are sure to come in handy, sir. Flugabwehrstation, Upgrade Hangarkapazität, Radarreichweite. Aufrüstung, Kauf. Ach, guck mal hier, wird sogar optisch dargestellt. Gibt es ja noch mehr Geschütze drauf. Geleit. There is strength in numbers, so even a powerful ship such as your aircraft carrier does not travel alone, sir. Here you can set up your naval escort. Similarly to ship upgrades, your escort has an effect on the strike group statistics, shown up here. Okay. You can upgrade your escort size here. It will let you add more vessels to your strike group, sir. This is a list of all the ships currently in your escort. Click on them to replace them with different ones. Each ship provides a different bonus, so do use your expertise, sir. Haha, setzt euer Fachwissen eigentlich. Ich habe keine Ahnung von dem Scheiß. Sobald du mit deinen Aufrüstungen zufrieden bist und deine Kampfgruppe bereit ist, eine Mission auszubrechen, klicke auf den Startbutton, um fortzufahren. Auf Befehl, Sir. Klicken, um zu ändern. Ach, guck. Ach, das sind die Begleiter. Cool. Wir werden sie den Trägerweg als Lockvogel und Befassungsstatus unentdeckt 2 Stunden zu senden. Nur verwendet werden, wenn es keine eingehenden Angriffe 24 Stunden Ablenkzeit. Okay, Versorgungsschiff. Max liefert plus 25, Escort, Verteidigung plus 1. Cargoschiff. Reparaturen. Sofortreparaturen 2. Gebrochene Staffeln, 8 Stunden Ablenkzeit. Passive Fähigkeit, Max Staffeln, Hangars. Kreuzer. Verwenden Sie den nächsten Angriff gegen den Träger innerhalb der nächsten 3 Stunden zu ändern, anstatt die Strikes zur Zielgruppe 24 Stunden ablegen. Passive Fähigkeit, Verteidigung. Leichter Kreuzer. Zerstörer. Ein U-Boot, okay. Oh Gott, ich habe überhaupt keinen Plan. Reizüberflutung. Crew. Ah, okay. Dock. Träger, okay. 2 Punkte habe ich. Geleit. Ich würde sagen, ein Versorgungsschiff. Auch gerne mit. Plus 2 Flieger, ne? Versorgung. Den Kreuzer nehmen wir mit. Und einen Zerstörer nehmen wir mit. Aufrüstung kaufen, Geleitgröße plus 1. Ich könnte natürlich reduzieren Schiffsslots. Flugabwehr nehmen wir noch mal einmal mit. Radar, Reichweite.
Crew. Ein Plan, ob das reicht oder nicht reicht. Überlebensfähigkeit. Träger. Upgrade. Light, Crew. Unzureichende Ausrüstungspunkte, okay. Brauchst du 2 für. Radarreichweite wäre natürlich auch nicht schlecht. 100 Meilen will ich ja wohl hoffen. Und nicht 100 Meter. Ja, guck mal hier, Geschwader-Slots haben wir verbessert. Ein weiteres Geschwader dazu. Trigger, bla. Okay. Starten wir einfach mal. Korallenmeer. Leicht. Okay, die kaiserliche japanische Marine hat eine Operation begonnen, um unsere Verbündeten abzuschneiden. Port Moresby und die Inseln in der Nähe von Tulagi sind wichtige strategische Punkte am Korallenmeer. Ohne sie wird es nahezu unmöglich sein, Australien und Neuseeland zu unterstützen. Wir müssen die japanischen Pläne um jeden Preis unterbrechen. Unser Geheimdienst hat eine Nachricht mit dem genauen Datum und Ort der Invasion abgefangen, aber wir müssen noch ihre Route bestätigen. Verhindere den Aufstieg Japans, bevor sie die Küste Neuguineas erreichen. Unser Ziel ist es, die Mehrheit der Schiffe aus der Invasionsflotte zu versenken und abzuziehen, bevor ihre Verstärkung eintreffen. Okay. Leicht, naja. We have reached the Coral Sea, Admiral. The last scouting report confirmed. The enemy invasion fleet progressing as expected. They will approach from here, or straight through this location. We can count on continuous support from land-based Australian scouts. Our recon has identified 2 harmless fleets in the area. No aircraft carriers were spotted. As a reminder, our main objective is to defend Port Moresby. Based on the CIC analysis, the optimal position to launch an airstrike against the invasion fleet is from Zone G7. Okay, kein feindlicher Flugzeugträger, Zone G7. Kann ich pausieren? Warte mal, Invasionszeit. Oh, warte. Okay, wann immer du herausfinden... Okay, hat gerade angehalten, alles klar. Wenn du herausfinden möchtest, wie bestimmte Funktionen bedient werden, drücke den Hilfe-Button, je nachdem, was du gerade tust. The deck is where you will control plane deployment and recovery. Adding orders to the deck is done from the deck view. If you want to add a squadron, click on the empty squadron slot and choose a squadron type. The maximum number of squadrons on deck depends on the amount of crew units assigned to the air department in the crew management panel. If you want to remove a squadron from the deck, hold it and direct it to the plane elevator. You can reposition squadrons on the deck in the same way. In order to start a mission from the deck, you must fulfill all of the requirements. The deck must be in launching state. It must be daytime. All squadrons required for the mission must be present on the deck. Ja, ist The klar, weather ne? must be optimal, and the deck must be operational, meaning there are no wrecks on the deck. Click this button to display the deck panel. Here, you can change the deck state and manage queued deck operations. The deck can be in one of 2 states. Recovery state, in which you will be able to recover returning squadrons when they are ready for retrieval and the strike group is positioned within the recovery area. And launching state, in which you will be able to start missions. Remember that in order to respot the deck, switch between the different states. All of the aircraft on deck must be moved to the other side, which in some cases can be very time-consuming. On the deck panel, you can rearrange the order queue by dragging and dropping order icons. Alternatively, you can right-click an order icon to cancel it. The currently performed order is an exception. It cannot be canceled or rearranged. Group is positioned to display the deck panel. Okay. Deck state will be grouping the Ja, different keine Ahnung. states. Führ einfach mal rein. Invasionszeit. So, das sind meine Flieger, Bomber, Torpedo, Verteidigung, Bonus, Radar, Admiral Hackbraten. Okay, Torpedos nach ganz hinten. Bomber davor. Bomber davor. Jäger, Jäger, Jäger.
Warteschleife voll. Ach, guck. Warte mal. Kann ich mir das... Wow. Mir wird schlecht. Okay, die Dingssteuerung ist ziemlich sensibel gerade. Deckmanagement. Versorgungsschiff Kreuzer. Oh. In den nächsten 3 Stunden zu ändern. Oh Mist, habe ich jetzt schon angefordert. Navigation. Ah, guck mal. Das ist cool hier. Kommen Sie aus der Werkstatt mit dem Fahrstuhl nach oben. Okay, frei von oben. So, die werden schon mal alle auf Gefechtsstation gebracht. Effizienz der Luftabteilung erhöhen, +1. Warte mal. Kann man hier nicht mal irgendwo... Das ist meine Mission. Aufklärung. Patrouille, Luftangriff identifizieren. Fehlfunktionsreparatur. Entfluten. Schadenskonsole. Normal. Oh, nee. Du bleibst ja wohl, wo du bist. Okay, taktische Karte. Ah, okay, wir sind jetzt hier, ne? Von G7 sagt er aus. Okay, fahr dahin. Optional. Hilfe, Gott. Das ist die taktische Karte. Updates and information about enemies, planned missions, the weather, and much more. You can also set the course for your strike group. To do so, click on your fleet and then on the map to set a waypoint. You can drag and drop placed waypoints to alter the course. Warte mal, wie war das? Click on your fleet and then on the map to set a waypoint. Okay, auf die Flotte. Unsere Flotte. Nein. Abbrechen. Ah, okay. Ah, und jetzt fahren sie dahin, ne? 47 in 2 Tagen sind die Gegner da. Okay, das will ich mir erstmal erkunden hier. Taktische Karte. Wo ist zu ändern? Will make it harder for enemies to detect your fleet. While under a storm cloud, your fleet is undetectable for 2 hours. Unidentified objects, represented as question marks on the tactical map, can be uncovered by sending a recon mission, or simply by approaching them with a strike group. Once uncovered, they may become enemy fleets or bases. Hover over the question mark to see how old the report is. Each question mark in the sea will have an arrow attached. The arrow represents its reported direction. Time and direction are important factors when trying to hit the unidentified object with the recon mission. The tactical map is excellent for tracking the position. Okay, warte mal, ich kann da auch Aufklärung. Ach, cool. Warte mal. Okay. So langsam. Okay, das war Reparatur. Irgendwas entfluten. So, du fährst einfach mal dahin. Mission, Aufklärung. Stand by to start engine. Fliegerpatrouille. Jetzt müssen ja meine Flieger starten hier, ne? Ah, wie geil. Ja. Okay, ist auf jeden Fall ein bisschen fummelig. Komplett neue Steuerung und alles. Taktische Karte. So, die fliegen da jetzt hin und gucken mal. Wir fahren langsam in die Richtung. So. Taktische Position einnehmen. Da haben wir noch gewaltig Zeit für. Was ist das da? Ah. Langsam. Gib mal ein bisschen Gas. Trägergeschwindigkeit. Abteilung. Flugabwehr. Luft. Medizin. Navigation. Was? Enterprise Commander an Feind gefunden.
Was sind das? Zerstörer, Torpedoboot, leichte Kreuzer. Luftangriff? Torpedoboote. Mission. Kommen die auch wieder zurück? Den fallen wir in die Flanke. Aber da kommen wahrscheinlich auch nochmal welche. So, was haben wir hier noch? Missionsziele. Verhindere Japans Vorrücken. Zerstöre Invasionsflotte, bevor sie Port Moresby erreicht. Erreiche jetzt G7-Zonen, um taktischen Vorsprung zu erreichen. Moment nochmal. Die taktische Karte war da, ne? Da wäre es gar nicht so... Abbrechen, genau. Kurs ändern, Leute. Ach, lass mich. So, direkt da hoch. G7. Und meine Flieger rupfen die hier weg. Trägerpatrouille. Ah, okay, warte mal. Ich muss dann... Bomber. Jäger, okay. Schon holen sie neue Träger nach oben, ne? Hier, Jagdflieger. Okay, und dann die taktische Karte. Zack. Aus 2, ne? Mission auf der Insel deaktiviert. Wenn wir diese Mission, um die Reichweite der Kampftruppe erheblich zu erhöhen, Gegner in dieser Reichweite werden automatisch entdeckt, ohne dass eine Aufklärungsmission erforderlich ist. Ah, vorbereiten. Aufklärung. Diese Mission identifiziert die Zusammensetzung der feindlichen Kampfgruppe oder des Stützpunkts vollständig. Vorbereiten. Alles klar. Aufklärung. Guck mal. Okay, dann müssen jetzt ja... Bestätige. Ah, okay. Nee, irgendwie habe ich es noch nicht raus. Aufklärung. Start. Ah, vorbereitet, alles klar. Und vorbereitet. Hier muss ich sie zuschicken. Die sind bereit. Die sind unterwegs, die sind bereit und die sind verfügbar. Okay, sobald ich taktische Karte den auch noch erkundet habe, mache ich da so eine Zielidentifizierung hin. Vorbereiten. Ah, okay. Kann nur auf den. Das sind Bomber, ne? Torpedo. Bomber. Torpedo. Die werden jetzt an Deck geholt. Okay, krass. Was haben wir denn hier alles? Oh Gott, so ein ganzer Block und der hat dann noch 2 Etagen. Okay. Aufklärung. Ja, Start. Achso, die fliegen hier hin.
Und dann dahin, ne? Ah, alles klar, okay. Aber irgendwie verfolgen kann ich die, glaube ich, nicht. Okay, so langsam fällt der Grosch. Was sagt denn die Uhr schon wieder? Ja, bisher machen wir auf jeden Fall noch. Defensive Flotte, unbekanntes Objekt. So, guck mal, die sind gleich da. Aufklärung. Vorläufige Schwaler fehlen an Deck. So, und der dreht gleich ab. Und Kursänderung auf 280. Geht dabei. Aufklärung. Euer Geschwader haben das Ziel als ein neutrales Schiff. Warte mal. Daiko-defensive Flotte. Das ist ein neutrales, ne? Euer Geschwader haben einen Feind entdeckt. Neutrales Schiff. Okay, das sind Feinde. Okay, Zielidentifizierung. Die muss dann nochmal wieder weggebracht werden. So. Dann kommen hier nochmal Jäger drauf. Entschuldigung, Kapitän weiß noch nicht, was er hier macht. Ah, und weg ist er. Okay. Ich dachte mal, die werden dann hier auch mehr oder weniger. Okay, so, der letzte ist gleich weg. Die Kamerasteuerung ist auch noch nicht so ganz meins. So, zack, Jäger drauf. Haben wir sogar noch. Dann 44 Stunden sind sie da. Deckmanagement. Geleit. Ah, das habe ich versehentlich aktiviert. Schäden in den Abschnitten berichtet. Was ist denn hier los? Kontrolle. Krankenflügel. Klicken Sie zu konzentrieren. Okay. Vorbereiten. Ziele identifizieren. Nein. Vorbereiten. Dreimal hoch. Vorbereiten. Bestätige. Und Start. Okay, cool. Die Flieger starten jetzt. So, was mit dem Brand hier unten? So, am Löschen. Sieht danach aus, als würde er löschen. USS Lexington. Ach Mist. Egal, okay, den Namen lassen wir jetzt so. Cool, die sind unterwegs. Taktische Karte. Defensive Flotte. Ja, die lassen wir ein bisschen vorwegfahren. Ah, gefällt mir bis jetzt schon ganz gut. So, wie sieht es unter Deck aus? Der Brand ist gelöscht. Er ist relativ mittig, ne? Dann kommt er von überall relativ zügig überall hin. Ein erfahrener Veteran, der sein Know-how von unschätzbarem Wert vielfach bewährt, in einem hohen Grade von seinen Untergebenen respektiert. Awaiting orders. Kartenraum. Jäger reparieren. Navigation. Funkraum. Zweimal Fehlerbutton. Einmal Flut, einmal Fehlerbutton. Feindliche Speer entdeckt. What?
das Ziel feindliche Flotte identifiziert. Okay, pass auf. Bereit. Aufklärung. Identifizieren. Wie kann ich die denn jetzt angreifen? Aufklärung. Da oben hoch. Ne, abbrechen. Luftangriff. Nicht genug Flugzeuge auf Deck. Da kommt mir was entgegen. So, wie kann ich denn jetzt die Gegner da abschießen? Die sind doch hier. Boah, ist das tricky. Okay, pass mal auf. Nicht genug Flugzeuge auf Deck. Luftangriff. Ja, Torpedo, Bombe, Bombe, Torpedo. Die kommen weg. Wir holen noch 2 Trupps Jäger raus. Squadron back to the hangar. Jägerpatrouille. Mission auf der Insel deaktiviert. Mission auf der Insel deaktiviert. So, fährst mal dahin. Wir sind gleich wieder zurück. Jäger. Jäger. Nicht genug Flugzeuge auf Deck. Wie viel brauche ich denn davon? Missionsziele. Ne, das hatten wir. Crew. Einheiten zuweisen. Okay. Flugabwehr haben wir. Deck Control. Luft haben wir. Unsere Speer beendet den Bereich, um den Streikgruppe patrouillieren. Okay. Hilfe! This is where you will control plane deployment. Welcome, Admiral. Good to see you in command. This is your aircraft carrier in all its glory. Das schauen wir uns noch It is einmal your an duty und to dann keep the ship beenden wir die running Folge. and ensure the safety of its crew. Different parts of the carrier are responsible for different functions. Here are the main ones you have access to. This is the flight deck. You will prepare plans for your planned missions here. This is the island, the brain of the operation. It's where you and your officers work. Below the deck, damage control crews will put out fires and pump out water whenever your carrier suffers damage. You can access a lot of crucial management tools using the buttons up here, such as maps and the crew management panel. Whenever you feel lost, click the help button to learn more about whatever it is you're currently viewing and we'll explain it to you. Godspeed, Admiral. Okay, Verteidigung. Your defense is crucial when warding off enemy attacks. You can see how many defense points your carrier has at the moment over here. An incoming enemy will target either the carrier or your escort. When you hover over an enemy squadron's icon, you will see a line pointing either to your carrier, represented by the smaller icon in the center of the radar, okay. or the escort, which is the longer icon below it. The defense of your escort is separate from the carrier's defense and can be seen over here. There are many ways to increase your defenses. Moving crew units to the anti-airgun department in the crew management menu. Okay, das heißt, ich brauche mehr Crew an Bord. Sending an officer to the pilot debriefing room on the island and using the switch to get an additional point. Using the defense position order. Sending a combat air patrol mission over your fleet using some escort ship skills and choosing the right escort ships to accompany the carrier when in Ja, warte mal, genau das suche ich doch. Sending a combat air patrol mission over your Patrouille, fleet okay. using some escort ship skills and choosing the right escort ships to accompany the carrier when in Pearl Harbor. You can see the incoming enemy's attack power on this icon. In order to successfully ward off an attack, your carrier's or escort's defense must be higher or equal to the attack power. If your defense is lower than the attack, you will receive damage and risk fires, floods, and escort ships being sunk. Das ist Angriffsstärke, das ist meine Verteidigung. Muss gleich oder höher sein. Strategiepanel. This is the strategy builder. Every aircraft mission
requires a strategy which consists of up to 5 maneuver cards. The goal of building a strategy is to maximize the attack parameter and the defense parameter while minimizing the cost in squadrons. The current value of attack and defense is calculated here, while the enemy attack and defense are displayed on the opposite side, here. The current strategy cost is calculated here. Your officers will analyze the strategy after each change. You can read their analysis about suspected losses here, and the analysis about the prognosed damage to the enemy here. There are 3 types of maneuver cards, each type in a different tab. You can change tabs by clicking on buttons here. In order to use a maneuver as a part of the strategy, drag it from the menu and drop on the chosen strategy slot. Remember, the cards behave differently on different slots and can influence one another. A single maneuver card is described by its name, its type, the attack parameter, the defense parameter, the cost, which describes how many squadrons, and which type of squadrons are added to the total strategy cost, and by the description with special effect of the card. The opposite of the maneuver card is an enemy card. It's also described by the attack parameter and the defense parameter, and it usually has a description with a special effect. You can also set one of the enemies as a priority target by clicking on it. If your attack is strong enough to destroy at least one enemy, it will be your priority target. When building a strategy, analyze all of your available options and compare them with enemy cards. Then, try to choose cards and position them inside the strategy in a way that will make your attack parameter higher than the enemy defense parameter, and your defense parameter higher than the enemy attack parameter. A perfect strategy like that might not be possible against stronger foes, but if done, your squadrons will obliterate the enemy without any losses. Okay. This is the strategy builder. Strategiebilder, warte mal, okay. Das war Geschwindigkeit. Strategiebilder. Missionsziele, nee. Your aircraft carrier. Strategiepanel, wo finde ich denn das? Every aircraft mission requires a strategy. Effizienzabteilung. On the double. Fortlaufend verfügbar. Trägerpatrouille. Start engines. Feindliche Gegenaufklärer. Okay. Und dann werden die jetzt gleich weggeschossen. Sind ja nur Aufklärer, ne? Verteidigung haben wir 3. So, der Rückzug. Aufklärung. Wie sieht's hier aus? Ihr kommt mal zurück. Vielleicht Versorger. Deckmanagement. Okay, ich glaube, hier mache ich eine kleine Pause. Das ist gerade echt eine Reizüberflutung. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ich werde mir gleich nochmal die Tutorials hier anschauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Und ciao.